Dann haben wir uns ein kleines Türchen zusammengestellt. Über einen Monat lang, im Oktober und November, sind wir auf England gegangen mit einem Nightliner. Also das heisst, einen grossen Car, wo alle drin schlafen können. Inklusive einem guten Freund. Einem guten Freund und einer guten Freundin von uns. Also das 10. hoch plus 2 Fahrer waren wir unterwegs gewesen. Es ist echt eine grosse, wahnsinnige Sache auf eine Art. Wenn du überlegst, ja, bringst mal ein Album raus als eine kleine Band und dann gehst du mit einem riesen Bus da oder durch England touren. Aber das ist verdammt geil. Und es hat absolut Sinn gemacht, dass wir so einen riesen Bus hatten. Wir sind eine grosse Band. Das ist echt Legitimation dazu, finde ich. Wir haben irgendwie bei London angefangen, über Brighton, Bristol, Leeds, Manchester, Liverpool. Auf Wales sind wir gegangen, auf Cardiff, auf Swansea. Es waren auch viele Orte, wir haben recht viele Kilometer abgespult und haben jeden Tag irgendetwas erlebt. Wir haben nicht jeden Tag gespielt, aber was wir eigentlich fast jeden Tag gemacht haben, ist geschaut, dass wir spielen am Abend. Und dass wir Strassenmusik machen und dass wir CDs verteilen. Ich meine, die Konzerte waren meistens kleine oder so offene Bühnen oder irgendwie spontan noch organisiert. Aber wir haben dann gleich jeden zweiten Abend mindestens gespielt. Alright, we are Honest Covered Soul and we are from Switzerland. We had a long trip and we're a bit tired, but it doesn't matter, it's fucking rock and roll here. Ja, als wir dann heimkamen von England, haben wir eigentlich nichts mehr gehabt. Wir hatten kein Konzert, wir hatten keine neuen Songs, die wir jetzt gerade aufnehmen ins Studio. Wir hatten kein Geld mehr gehabt. Also wir haben all unser, auch sogar private Geld in unseren Traum hineingesteckt, in die England-Tour. Und haben einfach die ganze Zeit nicht daran gedacht, ja, was kommt denn her? Ich habe nicht gewusst, ja, was wollen wir jetzt überhaupt? Wir haben das auch ein bisschen vergessen zu planen über den ganzen Sommer, weil immer so viel ist gelaufen. Und sie sind plötzlich so ein bisschen im Nichts gestanden. Und bei diesen Diskussionen, die wir dann hatten, hat sich herausgestellt, dass wir nicht alle 7 immer die gleiche Meinung waren. Und vor allem der Nick hat dann immer wieder Zweifel an dem, was wir machen. Und ist sich sehr unsicher geworden. Und hat das offen ehrlich der Band kommuniziert. Für mich war eigentlich das vorher felsenfest einfach gestanden. Und dann war es eigentlich mein Körper, der mir mal irgendwie etwas aufgerüttelt hat, weil ich dann im Winter eine Herzmuskelentzündung hatte. Und das hat mir verdammt zu denken gegeben, weil ich eigentlich sonst nie krank bin. Weil es auch von medizinischer Sicht überhaupt keine Ursache hat gegeben, die ich gefunden hatte. Wo es ja dann auch wieder gut war eigentlich. Aber wo dann halt bei mir sehr viel ausgelöst hat. Weil mir halt irgendwie klar war, ich habe etwas damit zu tun, dass das passiert. Das passiert nicht einfach so. Und in diesem Zug habe ich einfach mal, meine Welt einfach mal angezündet. Alles. Ich habe plötzlich mal angefangen, alles zu hinterfragen. Und dann halt auch die Band. Wir haben dann einfach ein bisschen Zeit gegeben, ein bisschen darüber nachzudenken. Aber ich habe dann eigentlich schon gewusst, dass es nicht wird gehen. Und das war eine schwierige Zeit für mich, dann, weil ich dann plötzlich gleich gemerkt habe, ja, wenn ich eigentlich ganz ehrlich bin zu mir, gibt es halt dort gleich vor allem einen sehr triftigen Grund, wo ich eigentlich nicht einverstanden bin, der für mich nicht gestimmt hat. Und was willst du eigentlich mit der Musik? Musik als wirtschaftliche Grundlage zu haben, ja. Das für mich extrem anzweifeln plötzlich. Und ja, ich weiß gar nicht, ich habe fast ein halbes Jahr irgendwie mal einen Entscheid fällen, weil mir die Band sehr viel eigentlich bedeutet hat und ich sehr viel darin investiert habe. Ich war selber überrascht, dass sie jetzt plötzlich so das in Frage stellen. Aber dann habe ich schlussendlich für mich eingesehen, im Fall der Grund, und das ist ja der
hure wichtig ist für den ganzen Antrieb, was die Band will, dass ich da eigentlich gar nicht 100% teilen kann. Dass es dort für mich nicht stimmt. Und dann habe ich halt Konsequenzen daraus gezogen und musste sagen, sorry, es geht nicht. So. Früher oder später blockiere ich dann nur. Und jetzt im Nachhinein habe ich sogar das Gefühl, dass ich ziemlich im rechten Moment wahrscheinlich begangen.